Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Am frühen Morgen eine gute Tasse Kaffee, speziell hier, schmeckt jetzt ganz besonders drin. Kann man jetzt hier bei mir erwerben. Donnerstags haben wir ja unser Stammtisch immer. Dann bringe ich immer ein paar Tassen mit. Da könnt ihr sie direkt erwerben. Über Internet natürlich auch. Aber das würde ich demnächst einschlafen lassen, weil die Transportkosten sind einfach zu hoch. Und ihr, die ja Samui liebt, ihr kommt ja nach hier und dann ist es ja viel einfacher. Ihr kommt zum Stammtisch und dann habe ich immer Tassen dabei, Käppis habe ich dabei und dann können wir sie direkt bei mir kaufen. Ja, heute, ich sehe leider schemenhaft, Kopangang, die Feinstaubbelastung ist noch immer, muss ich sagen. Die Menschen stöhnen jetzt auch schon, vor allen Dingen, je weiter sie nach Norden hochkommen, ist es schlimmer. Ich zeige euch das mal, was man nicht sieht. Da hinten in der Ferne, in der Dunstglocke, da ist irgendwo Kopangang. Ja. Und ihr wisst ja von meinen alten Aufnahmen, das sah ja mal anders aus. Man hat mir dieser Tage einen ganz interessanten Bericht zukommen lassen, dass jetzt auch das deutsche Finanzamt genau weiß, was die Leute hier auf dem Konto haben. Da sind also über 100 Staaten, die tauschen also die Kontendaten aus, die Stammdaten, auch wie viel auf den Konten drauf ist. Das wird bestimmt einigen nicht schmecken, kann ich mir vorstellen, die hier leben und die Geld nach hier gebracht haben. Also da solltet ihr drauf achten. Hier unter meinem Film werde ich den Link zu der Anwaltskanzlei reinbringen. Und die erklärt, was damit verbunden ist. Das Finanzamt hakt also nach, wenn ihr also hier größere Vermögen habt und die in Deutschland nicht angegeben habt. Da solltet ihr also drauf achten. Den Morgen nütze ich natürlich auch, um eure Kommentare durchzulesen, damit die freigegeben werden. Es freut mich immer, wenn ihr Kommentare dazu schreibt zu meinen Filmen. Das sieht also ganz gut aus, ich bin also zufrieden damit. Ja, heute habe ich was ganz Spezielles auf meinem Programm. Nicht nur, dass ich euch mal so jetzt mitnehmen möchte, was ich so morgens hier mache. Mir ist der Gedanke gekommen, meine Zuschauer sind ja meistens Leute, die also ins Rentenalter kommen. Was ist denn eigentlich mit der medizinischen Versorgung? Ich hatte mal vor einigen Jahren einen Film gemacht, da bin ich also hier durch die Krankenhäuser gegangen, kann ich hier oben mal verlinken. Die Daten sind aber nicht mehr aktuell natürlich. Da habe ich mal die ganzen Krankenzimmern wir haben jetzt insgesamt 6 Krankenhäuser gefilmt, wie es da aussieht. Und wir haben ja jetzt ein neues Krankenhaus bekommen und mich interessiert jetzt, welche Operationen kann man hier eigentlich auf Samui machen? Zum Beispiel Bypass-Operationen, was ist, wenn man einen Herzinfarkt hat oder wenn ein Katheter gesetzt werden muss. Also meine letzte Information, ich weiß nicht, ob es jetzt Bypass oder Katheter gewesen ist, da war ein Bekannter vor einigen Jahren, der ist also mit dem Hubschrauber direkt nach Bangkok geflogen worden. Das hat alles die Krankenkasse bezahlt. Da will ich heute mal mit der Wippert, mit der Nachbarin, die Freundin vom Stefan, will ich mal zum Krankenhaus gehen und da mal nachfragen, erstens, ob ich die Informationen bekomme und dann also die grundlegenden Fragen stellen, Diabetes, was ist mit den alten Leuten, können die also hier diesbezüglich geholfen werden oder müssen die wirklich nach Bangkok? Und dann würde ich auch mal Bangkok Hospital gehen, damit ich also dieses Wissen mal abdecke, was ist denn eigentlich hier wirklich im Notfall, wenn man wirklich was mit dem Herzen hat. So, geplant ist jetzt wieder, das mache ich also nicht jeden zweiten Tag, aber ich versuche es jeden zweiten Tag. Ich hatte ja mal so ein Fitnessprogramm aufgestellt, kann ich auch mal hier oben verlinken. Ich wollte jetzt wieder runter in mein kleines Fitnessstudio, um da ein bisschen wieder zu tun, um mein Herz zu kräftigen. Aber ihr könnt ja mal mitgehen. Es wird auch oft danach gefragt, wie geht es Cem nach seiner Krankheit.
Dem geht es also hervorragend. Der hatte ja eine Woche lang sehr, sehr starken Husten gehabt in Rayong. Da ist er ja eigentlich geheilt worden. Komm, wir gehen runter. Komm. Ja, das Erste, was ich mache, morgens, wenn ich hier runtergehe, ich muss den ganzen Blumen Wasser geben. Wir haben also jetzt schon eine Zeit lang keinen Regen mehr gehabt. Als erstes bekommt immer mein kleiner Teich Wasser. Es verdunstet momentan eine ganze Menge. Ich kann mir vorstellen, wenn man also hier einen Pool hat, das sind ein paar hundert Liter jeden Tag, die da verdampfen. Und dann bekommen die umliegenden Pflanzen auch gleich ihr Wasser. Dann habe ich hier noch einige Blumen stehen als Begrenzung zu meinem lieben Nachbarn, der aber richtig toll ist. Ich bin also sehr zufrieden. Das war diesmal ein guter Griff, nicht wie bei dem davor. Ich kann ja mal hier oben verlinken, wenn noch Platz ist. Das war ein Scheusal. Ich bin froh, dass der weg ist. Das war ein richtiges Ekelpaket. Da kann ich noch eine kleine Kurzgeschichte zu geben. Der war ja gerade weggezogen. 2 Wochen später hatte eine Schweizer Familie angerufen und sagte, wir glauben, dein Nachbar ist bei uns, der will unseren Hund vergiften. Ja, und er tyrannisierte die Leute auch dort. Er wohnt wohl in Lipanoi. Daraufhin habe ich die Touristenpolizei informiert und die hat sich dann wieder darum gekümmert. Danach habe ich also nichts mehr gehört. Also der muss echt einen Schuss im Kopf haben, sich immer mit den Leuten anzulegen. Ja, die Pflanzen bekommen dann jeden Morgen ihr Wasser. Ist auch ein bisschen beruhigend, das zu tun. Jem, der geht jetzt runter in die Palmplantage und guckt, ob alles in Ordnung ist. Der hat also seinen Rundgang, der läuft also hier bei mir frei rum. Der liegt nicht an der Leine oder darf nicht weg. Der ist so praktisch an einem unsichtbaren Gummiband hier ringsrum, in 100 Meter, 150 Meter läuft er. Der kommt nachher wieder zurück, der hatte auch sein Geschäft gemacht. Und dann legt er sich ganz zufrieden nach oben hin. Hier habe ich auch noch ein paar Pflanzen. Eine Orchidee, die hängt da. Und da hinten ist die Pflanze von meiner Tochter. Die bekommt dann auch immer Wasser. Und dann geht es hier noch am Eingang, da habe ich auch noch ein paar. Da unten sieht man das Motorrad von meinem Nachbarn, der hat sich eine Honda Phantom gekauft, ein älteres Modell ist das. Aber die sind heute wieder unterwegs, ich glaube, die sind noch bei der Immigration. Und da hinten irgendwo, da ist die Plantage, das ist so etwa so 200 Meter geht es da rein. Und da geht der Jem dann rein und macht da irgendwo sein Geschäft. Hier seht ihr auch die Kiesaufschüttung. Das war also eine super Idee von mir. Ich kann jetzt also mit meinem Ford Everest einfach rückwärts hier rüberfahren und dann kann ich vorwärts runterfahren. Super. Ja, das ist so ein schönes Rentnerleben. Ne? Blumen gießen morgens, nach dem Kaffee trinken, die Ruhe genießen, so ein bisschen den Tag planen. Das ist ganz wichtig, immer wieder. Ihr müsst wissen, was ihr tun könnt hier an Hobbys, sonst wird das langweilig. Hier hinten ist ja der ehemalige Garten von meiner Ex-Freundin Pitti. Da hat sich gar nichts gerührt, gar nichts gemacht worden mehr. Und hier habe ich eine ganz große Pflanze, die braucht auch mal viel Wasser. Das ist die hier, da hinten. Die hat nicht umsonst große Blätter, die will viel Wasser auffangen und die braucht auch Wasser. Ist so ein Schattengewächs. Dann gehe ich meistens zu meinem Lieblingsplatz da hinten, wo die Sitzbank ist. Hier habe ich dieser Tage der Wippert
der Freundin von Stefan ist Fliegen beigebracht, da müssen wir noch ein bisschen üben. Ja, und hier sitze ich dann und genieße die Aussicht. Das ist die heutige Aussicht. Ein wenig Besserung ist da. Also man sieht zumindest die Umrisse von Koh Phangan. Aber wenn man bedenkt, da ist ja was in der Luft, Schwebstoffe, die nicht für die Lunge gesund sind. Ja, gestern kam auch eine Bemerkung, das ist ja nicht nur der Feinstaub, der sonst also uns belästigt. Es sind auch diejenigen, die Solaranlagen haben, die haben weniger Erträge, weil das Sonnenlicht beeinträchtigt wird und auch der Verschmutzungsgrad ist größer. Naja, wenn das für die natürlich ein Problem ist, dann ist es so. Ich finde es jedenfalls schade, dass eine direkte Berührung optisch, dass hier was nicht in Ordnung ist, dass man eben halt die Plantagen abbrennt, um billig das Zuckerrohr zu ernten. Aber wie gesagt, da habe ich ja schon mal einen Beitrag zu gemacht. So, ich gehe jetzt zu meinem Fitnessraum und werde dann eben halt da eine Dreiviertelstunde etwas tun für meinen Körper. Ich kann euch ja mal mitnehmen, diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Ihr seht da auch die Außenanlage, da ist der Barbecue-Platz dahinter. Da haben wir in letzter Zeit einiges konsumiert, alkoholische Getränke und viel Fleisch. Ja, da haben wir gleich die Musikanlage, habe ich da. Hier unten drunter ist das ganze Geschirr. Und da ist der Grill, den habe ich damals von Michael geschenkt bekommen. Ja, und wenn man hier denn so steht, da hat man also die wunderbare Aussicht. Das ist schon einmalig, auch für den Preis, was ich also hier bezahle für die Miete. Es sind 17.000, aber auf Langzeitmiete, und er kennt mich und er weiß, dass ich hier an dem Haus alles mache, anstreiche, und da frage ich ihm auch gar nicht, auch nicht für den Materialpreis. Das mache ich dann selber. Wer kommt denn da? Ja, was, du Pipi machen? Ja, fein. Ja, hier sind meine Geräte. Da habe ich einmal eine Rudermaschine, die habe ich damals bei Lazada gekauft, und ein Laufband. Das ist unterste Preisklasse, aber es funktioniert. Wichtig ist, dass es im Kopf funktioniert. Dann machen wir mal das Fenster auf, dass wir frische Luft haben. Ja, ich muss zugeben, ich habe einige Monate nichts getan hier. Das war einmal nach der Trennung auch von Pitti, und da muss man psychisch auch wieder runterkommen, dass man die Motivation hat. Und naja, ich gucke, dass ich jeden zweiten Tag hier meine 2 Kilometer laufe, dann anschließend hier noch ein bisschen ruder, damit ich wirklich etwas zu tun habe, das Gefühl habe, dass ich was für meine Gesundheit tue. So, ich möchte jetzt trainieren. Wie gesagt, nachher geht es zum Krankenhaus, und hoffentlich sagen die, ja, ihr bekommt die Information, und dann habt ihr mal ein besseres Gefühl, wenn ihr mal krank werden solltet am Herz, was denn hier auf Koh Samui mit euch passiert. So, das soll es gewesen sein, meinen heutigen Morgen, und tschüss!